576, George Boy, 576 George Boy. An einem heißen Abend im Jahr 2025 bemerkte ein Polizeibeamter auf dem State Highway 201 ein schwarzes Sportmotorrad, das einen illegalen Überholversuch auf der doppelten gelben Linie unternahm. Der Fahrer hielt zunächst an und schien anzuhalten, beschleunigte dann aber plötzlich und flüchtete. Die Polizei übermittelte per Funk den Standort und die Beschreibung des Motorrads. Der Fahrer war nicht nur zu schnell, sondern geriet auch auf die Gegenfahrbahn und stellte so eine Verkehrsgefährdung dar. Southbound 201 for a black sport bike. Wenn Sie diese actiongeladenen Verfolgungsjagden mögen und neugierig auf Polizeiberichte sind, können Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen jede Woche 2 neue Videos. Coming up on Old Arcana Road, southbound. Verfolgungsjagden mit Motorrädern sind in ländlichen Gebieten der USA weit verbreitet. Diese Fahrzeuge sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und Wendigkeit eine beliebte Methode, der Polizei zu entkommen. Diese Fluchten enden jedoch oft in Kurven oder mit unberechenbarem Fahrverhalten. Im Gegensatz zu europäischen Praktiken dauern Verfolgungsjagden in den USA typischerweise bis zum Schluss, was zu schweren Unfällen führen kann. 576, George Boy, 576 George Boy. You northbound or southbound on Old Arcana? Southbound, headed towards North. 23, you behind me? Coming up on 69. We're about a quarter mile in front of you. Speed 92. Go back to the speed of Lakeland. Während der Flucht überholte das Motorrad gefährlich mehrere Fahrzeuge und stellte durch die Fahrt auf der Gegenfahrbahn eine erhebliche Gefahr für die Verkehrsteilnehmer dar. Give it up! Don't wreck. Wie Sie gleich sehen werden, wurde der Fahrer nach dem Unfall vom Motorrad geschleudert und versuchte, zu Fuß in den Wald zu fliehen. Die Polizei umstellte rasch das Gebiet und zwang den Verdächtigen mit mündlichen Anweisungen zur Aufgabe. Der Verdächtige ergab sich kurz darauf widerstandslos und wurde festgenommen. Bei einer Durchsuchung seiner Person und Tasche wurden Drogen gefunden. Ein Zickzackbehälter mit Marihuana-Zigaretten, kleine Plastikdosen und ein Glasbehälter wurden beschlagnahmt. Alle Beweise wurden auf der Wache der Truppe Pamsize aufgenommen. Person to G-29 was out in Hazard County. Ein Deputy des Sheriffs blockierte die Straße in der Nähe des Norfolk Cafés teilweise, doch der Fahrer wich ihm aus und fuhr weiter Richtung Süden auf dem Highway 5.
southbound Harrison, up on the North Fork School entrance. Showing words. When I ran my name to the verse, I just showed suspended for indefinite. What's your 20? Jordan Road. Als die Straße eine scharfe Kurve erreichte, verlor der Fahrer die Kontrolle, geriet in den Straßengraben auf der Nordfahrbahn und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dieser Vorfall in Baxter County gilt als klassisches Beispiel für eine Flucht, bei der sowohl das Leben des Fahrers als auch unbeteiligter Passanten gefährdet ist. Der Verdächtige wurde wegen Drogenbesitzes und Polizeiflucht festgenommen und sein Motorrad wurde schwer beschädigt. Polizeibeamte betonten, dass solche Verfolgungsjagden immer häufiger vorkommen und eine ernste Gefahr für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer darstellen. Am 15. August 2025 um 15:34 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter auf einer Routinestreife auf der Interstate 30 ein blaues Honda-Motorrad. Das Kennzeichen des Fahrzeugs war abgelaufen, was zu einer Verkehrskontrolle führte. Der Fahrer weigerte sich jedoch trotz eingeschalteter Sirene und Blaulicht anzuhalten und flüchtete. Aufgrund des Berufsverkehrs wurde die Verfolgung kurz darauf zum Schutz der öffentlichen Sicherheit abgebrochen. Die Polizei verfolgte die Verfolgung aus einiger Entfernung weiter. Die Person wurde als Joseph Adam Trussell identifiziert. Eine Untersuchung ergab, dass der Fahrer lediglich einen eingeschränkten Personalausweis und einen entzogenen Führerschein besaß. Das Kennzeichen des Motorrads war eine Kawasaki aus dem Jahr 2006, die Fahrgestellnummer eine Honda aus dem Jahr 1995. Sowohl Kennzeichen als auch Fahrgestellnummer waren abgelaufen. Adam 56, go ahead. Stand by. Fatal alert is be advised vehicle went east on East A Avenue. Continued on 9 in pursuit on Ghost Trail and this rush hour traffic. Speed is 30 miles per hour for me. 10-4, Adam 52. Das Motorrad fuhr weiter den JFK Boulevard in Richtung Avenue A entlang, bevor es an der Kreuzung Goshen Avenue und Skyline Drive zum Stehen kam. Als die Polizei sah, dass der Fahrer versuchte, das Motorrad wieder zu starten, überwältigten sie den Verdächtigen. Der flüchtende Fahrer wurde widerstandslos festgenommen. Like lay on your face, buddy. Lay on your face.
Bei der Vernehmung gab Trussell zu, dass das Motorrad nicht versichert war und keinen gültigen Motorradführerschein besaß. Das Fahrzeug wurde verfahrensgemäß vom Abschleppdienst Jim Smith auf einen Parkplatz abgeschleppt. Die Polizei erstellte den Unfallbericht und übergab den Verdächtigen dem Gericht. Am Morgen des 10. Juli 2025 brach ein ruhiger Tag in Chaos aus, als Polizist Blaine Lucas auf der Kerr Station Road ein blaues Suzuki GS5 Motorrad ohne Nummernschilder entdeckte. Trotz polizeilicher Warnungen weigerte sich der Motorradfahrer anzuhalten, woraufhin eine Verfolgungsjagd begann. In den ersten Minuten sprang der Beifahrer auf die Straße und flüchtete. Der Fahrer jedoch war entschlossen, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit zu entkommen. Während der Flucht erreichte das Motorrad in einem Wohngebiet die dreifache Geschwindigkeitsbegrenzung und erreichte 100 km/h. Der Fahrer missachtete Stoppschilder und Kreuzungen und fuhr ohne Rücksicht auf das Leben von Umstehenden. Still northbound, 55 past Liberty. There was a white male jumped off. Die Verfolgungsjagd endete in einer scharfen Kurve, wo der Fahrer die Kontrolle verlor und mit seinem Motorrad in einen Straßengraben stürzte. Der Tatverdächtige Michael Zuber wurde nach dem Unfall festgenommen. Bei der Durchsuchung des Unfallorts wurde eine Glaspfeife mit Drogenrückständen gefunden. Bei der Vernehmung gab Zuber zu, vor dem Vorfall Methamphetamin konsumiert zu haben. Außerdem wurde bekannt, dass Randy Weller Jr., der als Beifahrer des Motorrads identifiziert wurde, während der Verfolgungsjagd aus dem Fahrzeug sprang und diese verlor. In der Nacht des 11. Mai 2025 versuchte Randall Schwab, ein Motorradfahrer der Arkansas State Police, in der Nähe des Highway 112 und der I-49 anzuhalten. Die Absichten des Fahrers waren jedoch klar. Anstatt anzuhalten, beschleunigte er und flüchtete. Die Verfolgungsjagd, die in den dunklen Abendstunden begann, weitete sich schnell auf die Straßen und Gassen der Metropolregion Fayetteville aus. Die rasante Flucht auf dem Highway erzeugte filmreife Szenen. That's a long neighborhood, 72. Looks like we're going to be heading westbound. Driving around right.
Die größte Gefahr bei solchen Fluchten besteht darin, nicht nur das Leben des Fahrers, sondern auch das von unbeteiligten Passanten und Fußgängern zu gefährden. Hohe Geschwindigkeiten, insbesondere in Wohngebieten, führen zu Unfällen. Daher ist die Landespolizei bei Verfolgungsjagden zur Vorsicht angehalten, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Während der Verfolgungsjagd erreichte der Polizist Geschwindigkeiten von bis zu 255 km/h, wie die Anzeige in der unteren linken Ecke zeigt. Der Motorradfahrer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, muss im Falle seiner Festnahme mit Anklagen wie Flucht mit einem Fahrzeug, das eine erhebliche Gefahr darstellt, rücksichtsloses Fahren, Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung, Missachtung einer polizeilichen Warnung und Behinderung der Justiz rechnen. Dieser Vorfall in Fayetteville verdeutlicht einmal mehr die Gefahr, die von Motorradfahrern bei Verfolgungsjagden ausgehen kann. Das Motorrad versuchte der Polizei sowohl auf den Hauptverkehrsstraßen als auch in den engen Zufahrtsstraßen von Wohnanlagen zu entkommen. Seine geringe Größe und Wendigkeit machten es den Polizeifahrzeugen unmöglich, es abzufangen. Der Fahrer, der in die Wohnanlagen einbog, fuhr scharfe Kurven und beschleunigte stark, sodass er die Polizei im Verlauf der Verfolgungsjagd abgehängt hatte.
November Park. That is unfortunate. Trooper Schwab und weitere unterstützende Beamte suchten Nebenstraßen und Kreuzungen ab, um das Motorrad wiederzufinden. Trotz aller Bemühungen wurde das Fahrzeug jedoch nie wieder gesehen. Die Verfolgung wurde offiziell abgebrochen und der Vorfall offiziell als Motorradflucht registriert. Southbound Razorback. Come on. We'll be over here by the tobacco store.